Was passiert, wenn ich mein Gesicht einen Monat lang nur durch Beautyfilter sehe? Für mich ist das aktuell mein Gesicht. Wie viel Weichzeichen hast du im Gesicht? Dann habe ich mich im Spiegel angeschaut und habe mich gar nicht mehr erkannt. Hoffentlich pushe ich mich nicht selbst in irgendeine Störung rein. Hi, ich bin Josef. Und ich wollte wissen, wie stark sich meine Wahrnehmung ändert, wenn ich mein Gesicht nur noch durch Beautyfilter sehe. Mit schöner, reiner Haut, ohne Augenringe und perfekter Gesichtsform. Wie krass dieser Filter ist. Filter sind überall. Auf Instagram, TikTok, Snapchat und auch in euren Smartphone-Kameras und vielen Apps sind oft automatische Beautyfilter integriert, ohne dass ihr es wisst. Viele dieser Filter sorgen dafür, dass individuelle Merkmale verloren gehen und wir alle immer gleicher aussehen. Menschen präsentieren sich gerne vorteilhaft. Ich natürlich auch. Seit einiger Zeit erleichtern uns Beautyfilter dabei einen Großteil der Arbeit. Wir sehen fantastisch aus, mit weicher Haut, helleren Augen und optimierten Gesichtszügen, die dem Schönheitsideal entsprechen. Da sieht man auch schnell mal aus wie ein ganz anderer Mensch. This filter should be illegal. Here's the real me. Oh my gosh. Und ich werde mich einen Monat lang nur noch genauso sehen, wie ein anderer Mensch. Ich habe meine Spiegel abgehangen und auf allen Geräten ein Programm installiert, das mein Gesicht immer perfekt aussehen lässt. Mein reales Gesicht sehe ich gar nicht mehr. Spiegelnde Oberflächen vermeide ich durch antrainiertes Wegschauen, sobald ich mich im Augenwinkel irgendwo sehe. Genau wie in meinem Experiment Ein Monat ohne Spiegel. Und ich mache jeden Tag blind ein Foto von mir, um zu dokumentieren, wie ich wirklich aussehe. Am Ende des Experimentes werde ich mich dann das erste Mal wieder real sehen. Beim Auswählen des Filters mache ich das, was auch in der Psychologie vorgeschlagen wird. Ich spiele damit herum und nehme es nicht zu ernst. Leider aber ändert sich mein Verhalten innerhalb des Experiments schnell zum Schlechteren. Aber erstmal finde ich den perfekten Filter für mich. Ich glaube, das ist es. Das Gesicht ist extrem weich gezeichnet und die ganze Struktur von meinem Gesicht, die Knochen und so, sind verändert. Es ist auf jeden Fall eine idealisierte Version meines Gesichtes jetzt. Gesichtsoptimierung ist überall. Apps zur Veränderung unseres Aussehens sind äußerst beliebt. Warum eigentlich? Ich glaube, das ist eine Suche nach medial suggerierter Perfektion. Ich habe euch auf Instagram gefragt, warum ihr Filter nutzt. Und ihr wart gespalten. Einige nutzen gar keine, andere regelmäßig. Wegen unreiner Haut, Augenringe, Falten, zu gelber Zähne, wenn der Bart nicht voll genug ist oder das Make-up nicht perfekt. Filter regeln das Ganze sofort. Immer wieder kommt es zu öffentlichen Diskussionen über die künstliche Veränderung unseres Aussehens. Vor allem durch einen neuartigen Filter, Bold Glamour auf TikTok. Dieser legt keinen einfachen Filter aufs Gesicht, sondern idealisiert unsere Gesichtszüge, sodass ein ganz neues Gesicht entsteht. Manche Menschen erkennen sich mit diesem Filter nicht mehr wieder. Als eine TikTokerin den Effekt mit Make-up nachzuahmen versuchte, wurde klar, dass dieses Ideal unmöglich zu erreichen ist. Der Filter zeigt eine starke Abweichung der Realität, die selbst mit Schönheits-OPs nie exakt erreicht werden kann. So sehen Gesichter einfach nicht aus. Man möchte immer etwas Besseres, als man hat. Und die Filter erlauben einem das. Filter schaffen Ideale, die für die meisten Menschen unmöglich zu erreichen sind. Und das schlägt auf die Psyche. Es kann im schlimmsten Fall zu einer gestörten Wahrnehmung führen. Und genau das merke ich direkt in der ersten Woche. Und es ist leider erst... Was ich persönlich richtig krass finde, ist, dass ich inzwischen, wenn ich an mich denke, so in meinem Kopf und in Gedanken oder mir vorstelle, was ich gleich mache, dass ich an dieses Gesicht denke. An dieses angepasste Gesicht. Es ist so seltsam. Jetzt habe ich angefangen mit diesem Filter auch öfter meinen Freunden mal Selfies zu schicken. Das ist ja eigentlich was Positives. Oder ist es was Positives? Weil das ist ja nicht mein richtiges Gesicht. Aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die genauen Hautfalten und wie das hier so aussieht. Das hatte ich vielleicht sonst auch nicht so präsent. Aber jetzt habe ich es vergessen. Für mich ist das aktuell mein Gesicht. Da ich aktuell hier keine Spiegel nutze, sondern hier diesen Bildschirm und noch einen anderen Bildschirm, den ich habe, ist es echt krass, weil ich glaube, ich verbringe viel mehr Zeit vor dem Spiegel, also dem Monitor, als vorher. Ich habe mittlerweile wirklich Angst, was passiert, wenn ich mich das erste Mal wieder sehe. Genau wie Filter können auch mit Photoshop bearbeitete Bilder zum Problem werden. Wie schnell man sich in einer idealen Version von sich selbst verlieren kann, weiß auch die Fotografin Allison. Sie nutzt Photoshop beruflich wie privat. Also ich habe mich ja bearbeitet, weil ich mich halt nicht schön fand. Und deswegen habe ich dann mich in real natürlich noch mehr gehasst, weil ich ja gar nicht so aussah wie auf den Bildern. Und das war sehr schwer, da wieder rauszukommen. Genau, jetzt bearbeite ich eigentlich nur noch minimal, also nur Farbanpassungen. Und ich gleite Ende der ersten Woche dann so richtig schön rein in das Problem.
Es hat angefangen, dass mich Dinge an meinem Körper stören, die mich in meinem Leben nie gestört haben. Alle Teile, die ich aktuell sehen kann, in real an meinem Körper, schaue ich kritischer an. Und ich glaube, das hat damit zu tun, weil mein Gesicht so unfassbar glatt und surreal aussieht und meine Haut und auch diese roten Wangen hier jetzt gerade. Ich sehe mein Gesicht idealisiert, perfektioniert, aber mein Umfeld nicht. Und plötzlich nehme ich bestimmte Bemerkungen sehr ernst. Es kommt fast zu einem Streit mit einem guten Freund. Mir hat heute jemand gesagt, dass ich sehr müde aussehe und ob ich im Moment genug schlafe. Und es hat mich richtig beleidigt. Was totaler Quatsch ist, weil wahrscheinlich sehe ich müde aus. Ich sehe es ja nicht, ich weiß es nicht. Aber es ging so entgegengesetzt meiner eigenen Wahrnehmung, dass ich das wirklich beleidigend fand. Die Spiegelung und das Feedback von Personen von außen ist wichtig, da ich mich ja selbst nicht mehr richtig sehe. Leider empfinde ich das während des Experiments ganz anders und treffe immer seltener Menschen, was das Ganze noch schlimmer macht. Nach außen wirke ich, wie ich oft höre, selbstbewusst, entspannt und zufrieden mit mir. Aber das ist natürlich auch nur ein Teil dessen, was ich nach außen präsentiere. Ich habe viele Unsicherheiten, Existenzängste in meinem künstlerischen Beruf und Zweifel oft an mir. Wenn ich mich mit anderen vergleiche, schneide ich immer schlechter ab. Obwohl mir klar ist, dass auch ich mich nur mit dem vergleichen kann, was die wiederum nach außen präsentieren. Vergleichen ist so, wie wenn wir durch ein Schlüsselloch schauen. Wir sehen nicht das ganze Bild, sondern nur einen kleinen Ausschnitt, der nichts über die Realität aussagt. So formuliert es Maja Günther in ihrem Buch "Vergleich dich nicht, sei du selbst". In ihrem Buch erklärt die Soziologin, warum wir uns ständig vergleichen, was das mit unserer Kindheit zu tun hat und wie wir den Teufelskreis erfolgreich durchbrechen können. Im Buch gibt es konkrete Übungen, die dabei helfen sollen, die eigene Komfortzone zu verlassen und sich endlich zu trauen, man selbst zu sein, weil alle anderen gibt's ja schon. Mir hat das Buch dabei geholfen, einige Unsicherheiten abzulegen und auch kreativ mehr zu dem zu stehen, was mir gefällt. Und mir gefällt seit immer eigentlich recht düstere Kunst. Und das ist mehr als symbolisch, dass ich während des Experiments mal wieder Kafkas Die Verwandlung genossen habe. Denn auch dieses Buch gibt es, neben vielen anderen, bei Bookbeat. Mit Bookbeat kann ich Bücher lesen, während ich meine Augen schließe. In meiner Wohnung, in der Natur und überall sonst. Freihändig. Bookbeat hat inzwischen über 800.000 Hörbücher, aber auch viele Hörspiele und E-Books. Von Ratgebern wie von Maja Günther über die 3 Fragezeichen, hier gelesen von MIT, bis zu klassischen Hörspielen bietet Bookbeat eine gefühlt endlose Auswahl für viele entspannte und informationsgeladene Stunden. Dazu bietet die App eine Schlummerfunktion und die Möglichkeit, jedes Buch in der Geschwindigkeit zu hören, die euch am liebsten ist. Mit dem Link in der Videobeschreibung könnt ihr Bookbeat jetzt 2 Monate lang kostenlos testen und schauen, ob es euch auch so gut gefällt wie mir. Was ist mit meinem Gesicht los? Während mein reales Gesicht langsam in meiner Vorstellung verschwindet und durch die Filteroptimierung abgelöst wird, frage ich mich, können diese Filter auch positive Effekte haben? Einmal habe ich gemerkt, dass ich mich deutlich besser fühle mit meinem Äußeren durch den Filter. Was sagt die Expertin zu positiven Effekten von Filtern? Positive Aspekte sehe ich eigentlich keine, weil ich sehe keinen Grund dafür, einen Menschen noch schöner zu machen, als er ist und quasi einem zu suggerieren, dass man nicht gut genug ist. Und tatsächlich war der Effekt, den ich hier erlebt habe, gar nicht positiv. Das, was ich hier als positiv erlebe, ist bereits ein klares Zeichen dafür, wie verdreht meine Wahrnehmung bereits ist. Denn ich lehne mein eigentliches Äußeres in diesem Moment ab. Ich fühle mich deutlich besser als vorher mit meinem Aussehen. Aber zum Glück habe ich es an dieser Stelle noch bemerkt. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich eigentlich gar nicht schlecht gefühlt mit meinem Aussehen. Aber jetzt fühle ich mich schlecht mit meinem Aussehen vorher. Okay, hier ist was ganz anderes passiert, als ich gerade dachte. Ich fühle mich gerade gut mit meinem Aussehen und denke jetzt über mein eigentliches Aussehen, das alte Aussehen, als etwas, was nicht so gut ist. Ich habe das gerade voll falsch interpretiert in meinem Kopf. Ich dachte, das wäre was Gutes, was gerade passiert. Nämlich, dass ich mit meiner Ausstrahlung mich besser fühle. Aber eigentlich ist es ja was Schlechtes, weil ich mein eigentliches Aussehen gerade ablehne. Wow. Realitätsverzerrungen wie diese können, wenn man besonders oft und viel Filter nutzt oder sein Äußeres bearbeitet, zu Unsicherheiten führen. Viele Forschende sehen darin einen der Gründe, warum es immer mehr rein kosmetische Schönheitsoperationen gibt. Die Anzahl von ästhetischen Schönheits-OPs steigt vor allem seit der Pandemie an. Man traf sich seltener mit Freunden, aber das Spiegelbild war immer da. Und auch durch mehr Videokonferenzen wurde sich stärker als je zuvor mit dem Äußeren beschäftigt, vermuten Expertinnen und Experten. Und die Anzahl der Eingriffe steigt, auch bei Männern. Und die Menschen, die sich behandeln lassen, werden immer jünger. Oft sind sie zwischen 20 und 30 Jahren alt.
Oft kommen Menschen mit bearbeiteten eigenen Fotos in die Praxis oder Bildern von Influencern, um zu zeigen, wie sie aussehen wollen. Welche Verantwortung hat hier die Werbung oder auch Influencer? Um das herauszufinden, habe ich erstmal mein Gesicht professionell für Instagram bearbeiten lassen. Was wurde hier alles gemacht? Die Haut farblich angepasst, die Augenbrauen geformt, die Stirn kleiner, das Gesicht schmaler, Nase dünner, Bart farblich angepasst, die Lücken gefüllt, dass es voller aussieht, die Zähne aufgehellt, die Lippen weicher und die Augen aufgehellt. Das sieht nicht mehr aus wie ich. Aber ich sehe mich nach wie vor während des ganzen Experiments nur durch einen Filter und sehe eine Fälschung. Jetzt aktuell fühle ich eine totale Distanz zu meinem Gesicht, als wären meine Emotionen alle nicht echt. Aber ich fühle mich gerade nicht so wie ich. An diesem Tag fühlt sich alles falsch für mich an. Alles ist irgendwie fake. Und ich frage mich, wie Influencer mit Bearbeitung und Filtern am besten umgehen sollten, um das zu vermeiden. Naja, das Beste wäre natürlich, sie gar nicht erst zu nutzen. Es sollte auf jeden Fall gekennzeichnet werden. In Norwegen und Frankreich ist eine Kennzeichnung retuschierter Fotos bereits Pflicht. Auch für Influencer, wenn sie Werbung machen. Sehr viel geändert hat sich nach der Einschätzung von Expertinnen und Expertinnen aber leider nicht, da die Kennzeichnungen oft zu klein und schlecht lesbar auf den Fotos versteckt werden. Wie findet ihr eine solche klar lesbare und erkennbare Kennzeichnung? Vielleicht auch für Videos. Ich verschicke oder poste in der 3. Woche des Experiments kaum mehr Selfies. Auch sehe ich mich immer weniger in der Kamera an. Ich fange an, mein Gesicht zu meiden. Und eine aktuelle Studie gibt hier auch einen Hinweis, warum ich das tue. Allein das Posten von Selfies kann dazu führen, dass wir uns möglicherweise schlechter fühlen. Darauf weist eine Studie aus Toronto hin. Ob mit Beauty-Filter oder ohne. Alle Probanden der Studie zweifelten nach dem Posten von Selfies mehr an ihrem Äußeren als vorher. Und dann wird es so schlimm, dass ich es kaum mehr aushalten kann. Ich habe angefangen, meine Haut hässlich zu finden, also die Textur. Und das ist für mich einfach ein deutliches Warnzeichen, dass es jetzt zu weit geht. Haut ist nicht glatt. Ich habe auch das Gefühl, meine Haut fühlt sich weicher an. Und das kann ja nicht sein. Und dann enthülle ich tatsächlich vor Ablauf der 4 Wochen meinen Spiegel. Boah, ich bin super nervös. Oh. Okay, krass, ich sehe voll dick aus. Mein Gesicht ist viel breiter, als ich dachte. Wow, hallo. Es ist auf jeden Fall ein fremdes Gesicht gerade noch. Oh, meine Zähne sehen super gelb aus. Hallo. Das ist ein bisschen so wie jemanden wiedersehen, den man lange nicht gesehen hat. Jahrelang nicht gesehen hat. Langsam geht's. Also ich bin sehr froh gerade, weil das bin ich. Das ist alles richtig. Das soll genau so sein. Ja. Genau so sieht das aus. Aber das Experiment war damit nicht vorbei. Deshalb kommt dieses Video auch verspätet. Die Nachwirkung war wichtig. Nach der Konfrontation mit meinem realen Äußeren und den daraus resultierenden Gefühlen habe ich über mein Leben nachgedacht. Was definiert mich eigentlich als Person? Wie bin ich? Und wie möchte ich mich zeigen? Social Media hat unser Bedürfnis, uns durch die Rückmeldung anderer zu definieren, deutlich verstärkt. Ich zeige mich nicht mehr nur meinem direkten Umfeld, sondern der ganzen Welt und erwarte angespannt die Reaktion. Wenn ich wirklich mich präsentiere, sollte mir die Reaktion nichts anhaben. Anstatt einen Großteil der Realität auszublenden, sollte ich doch genau das zeigen. Oder gar nichts. Und das mache ich ab heute auf Instagram. Ich habe mehr Lust auf Realität und werde ab jetzt allen Kanälen entfolgen, die zu sehr optimieren. Und das Vergleichen mit anderen möchte ich auch reduzieren und mich mehr auf meine Stärken konzentrieren. Und das kann ich auch nur dir raten. Du bist toll, du bist super und du bist genug. Mach dein Ding, denn alle anderen gibt's ja schon. Du fragst mich aber nicht, denn du bist gut so wie du bist.